Hey, willkommen auf Klasse Deutsch. Heute lernen wir Adjektivnominalisierung. Adjektive, die Nomen ersetzen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Los geht's! Fangen wir mit der Grammatik der Adjektivnominalisierung an. Adjektivnominalisierung bedeutet eigentlich Adjektive, die ein Nomen ersetzen. Manchmal passiert es, dass eine Person für ein bestimmtes Adjektiv bekannt ist. Dann nennen wir den Namen dieser Person nicht mehr. Wir benutzen das Nomen nicht mehr. Wir verwenden dieses Adjektiv als Nomen und das Adjektiv wird somit zum Ersatz für das Nomen. Diese Adjektive können im Nominativ, Akkusativ und Dativ stehen. Ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn Adjektive Nomen ersetzen, muss der erste Buchstabe groß geschrieben werden. Und ein weiterer Punkt, diese Adjektive müssen dekliniert werden. Das heißt, sie folgen denselben Regeln wie normale Adjektive vor einem Nomen. Normalerweise wird diese Adjektivnominalisierung für Personen verwendet. Nun erinnere ich euch daran, wie wir Adjektive dekliniert haben. Die Deklination von Adjektiven ist eines der wichtigsten Grammatikthemen im Deutschen. Bis zum Niveau B2 oder sogar C1 arbeitet man noch mit Adjektivendungen, also versucht es sehr gut zu lernen. Ich habe euch gesagt, dass die Deklination von Adjektiven von mehreren Parametern abhängt. Ob der Artikel bestimmt, unbestimmt oder nicht vorhanden ist, das Genus des Nomens, der Kasus des Nomens. Nun möchte ich euch erklären, wie wir Adjektive für Nomen mit bestimmtem Artikel deklinieren. Wenn unser Nomen die Subjektrolle, Nominativ, im Satz hat, spielt das Geschlecht keine Rolle, ob maskulin, neutral oder feminin. Wir fügen in jedem Fall einen bestimmten Buchstaben an das Ende des Adjektivs, um es zu deklinieren. Wenn unser Nomen Plural ist, ebenfalls Nominativ und einen bestimmten Artikel hat, dann wird en an das Ende des Adjektivs angehängt. Wenn unser Nomen die Akkusativrolle hat, wird das Adjektiv genau wie im Nominativ dekliniert, mit dem Unterschied, dass bei maskulinen Nomen en statt e an das Ende kommt. Und wenn unser Nomen die Dativrolle hat, spielt es keine Rolle mehr, ob das Nomen Singular oder Plural, maskulin, neutral oder feminin ist. In allen Fällen wird en an das Ende des Adjektivs angehängt. Manchmal haben wir einen unbestimmten Artikel ein, eine, ein. Wenn der Artikel unbestimmt ist, sieht die Deklination so aus. Nominativ, maskulin er, neutral s, feminin e, Plural e. Akkusativ wie Nominativ, aber maskulin n. Dativ, maskulin Neutrum em, feminin er, Plural en. Wenn wir einen unbestimmten Artikel haben und das Nomen Akkusativ ist, verhalten wir uns genau wie im Nominativ, mit dem Unterschied, dass im maskulinen Fall en verwendet wird. Wenn das Nomen die Dativrolle hat, fügen wir en an das Ende des Adjektivs. Ein wichtiger Punkt. Man könnte fragen, da es keinen unbestimmten Artikel für Plural gibt, warum brauchen wir Adjektivendungen? Beachtet, wenn wir einen negativen Artikel, kein, oder einen Possessivartikel, mein, dein etc. verwenden, verhalten sie sich wie unbestimmte Artikel. Für Nominativ und Akkusativ Plural, wenn das Nomen einen negativen oder Possessivartikel hat, fügen wir en an das Ende des Adjektivs statt e. Das ist ein wichtiger Punkt, den ihr euch merken solltet. Manchmal hat unser Nomen keinen Artikel, Nullartikel. Wie deklinieren wir dann das Adjektiv? Nominativ, maskulin r, neutral s, feminin e, Plural e, Akkusativ wie Nominativ, aber maskulin n, Dativ, maskulin Neutrum em, feminin r, Plural en. Ihr habt das auf A2-Niveau gelernt, ich wollte es nur noch einmal wiederholen. Nun zum Hauptthema: Adjektive, die Nomen ersetzen. Wenn jemand für ein Adjektiv bekannt ist, können wir dieses Adjektiv als Nomen verwenden. Beispiele: Der fremde Mann. Und fremd ist ein Adjektiv, das fremd, unbekannt bedeutet. Es hat einen bestimmten Artikel und das Adjektiv erhält die Endung e. Wenn ich hier die Adjektivnominalisierung anwenden will, streiche ich das Nomen und schreibe das Adjektiv groß. Der Fremde. Der Fremde. Die schöne Frau. Wir haben einen bestimmten Artikel und das Adjektiv erhält die Endung e. Nominalisiert, die Schöne, die Schöne. Das kleine Mädchen, Mädchen ist neutral,
Wir haben einen bestimmten Artikel, das Adjektiv klein bekommt die Endung e. Nominalisiert das Kleine. Die blonden Kinder, Plural, bestimmter Artikel, Adjektiv blond bekommt en. Nominalisiert die Blonden, die Blonden. Beispiele im Satz. Der Fremde fragt viele Fragen. Hier ist das Subjekt ein nominalisiertes Adjektiv. Ich habe den Fremden nicht gesehen. Akkusativ maskulin bestimmter Artikel, Endung n. Hast du mit dem Fremden gesprochen? Dativ, Endung n nach Präposition mit. Ich kenne die Blonde nicht. Akkusativ, feminin, Adjektiv groß geschrieben. Der Alte braucht Hilfe. Nominativ, maskulin, Adjektiv groß geschrieben, ursprünglich der alte Mann. In dieser Stadt habe ich viele Arme gesehen. Plural, Akkusativ, Menschen wurde gestrichen, Adjektiv nominalisiert. Damit sind wir fertig mit der Adjektivnominalisierung, Adjektive, die Nomen ersetzen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man Adjektive als Ersatz für Nomen verwendet und korrekt dekliniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Lektionen verpasst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder wenn ich ein weiteres Beispielvideo machen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen.